herzlich willkommen zu dem Video hier. Erstmal zu meiner Person, für die Leute, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Sandro und ich bin bei Devils Arts unter anderem für die Piercings zuständig. Viele Leute haben ja Probleme mit ihren frischen Piercings und das liegt überwiegend an der unzureichenden oder falschen Pflege, die ihnen empfohlen worden ist. Und dann zeige ich euch heute mal, wie man das macht am eigenen Leib, so wie ich das empfehle. Und dazu gehen wir jetzt mal ins Waschbecken. Bevor ich zur Pflege an sich komme, erkläre ich noch mal ein paar grundlegende Sachen vorher. Piercings, die unter der Kleidung getragen werden, wie zum Beispiel Bauchnabelpiercings, Intimpiercings oder das Brustwarzenpiercing hier, über die ersten 3 Wochen nach dem Stechen ständig abkleben. Ansonsten halt offen tragen, ohne Kleidung drüber. Bei der Wahl der Pflaster, die ihr dafür benutzt, solltet ihr darauf achten, dass ihr die natürlich auch vertragt. Dass mit der Zeit Hautreizungen entstehen, ist aber normal. Das ist nicht unbedingt eine allergische Reaktion, sondern kommt vom ständigen Abziehen an der gleichen Stelle. Bei Ohrpiercings ist es wichtig, über den gleichen Zeitraum die Haare davon fernzuhalten, weil Haare immer Keimträger sind, auch wenn sie frisch gewaschen sind. Bei Intimpiercings kommt außer dem Abkleben halt noch dazu, dass man für die ersten 4 Wochen nach dem Stechen auf Geschlechtsverkehr verzichten sollte und dann noch weitere 2 Wochen ein Kondom verwenden sollte. Was für eine Seife ihr benutzt zur Piercingpflege ist auch sehr wichtig. Die muss pH-neutral sein, also einen pH-Wert von 7 haben, von klarem Wasser. Wenn ein pH-Wert von 7 draufsteht oder pH-hautneutral oder pH-neutral draufsteht, dann ist es die richtige Seife. Wenn einfach hautneutral oder ein pH-Wert von zum Beispiel 5,5 draufsteht, dann ist es nicht die richtige Seife. Die Today Creme-Seife, die ihr im Bild seht, ist zum Beispiel die richtige Seife, die ist pH-neutral, aber davon nicht die Arztseife benutzen, die enthält rückfettende Substanzen, die ist deswegen für Piercings nicht geeignet. Jetzt kommen wir gleich mal zur Pflege. Ihr solltet euer Piercing 2 bis 4 Mal am Tag pflegen. Wenn es versehentlich mit Schmutz, Schweiß oder Kosmetika in Berührung kommt, anschließend ein weiteres Mal pflegen. Die Pflege, die könnt ihr auch unter der Dusche machen, aber bitte darauf achten, dass kein Duschgel oder Shampoo oder so irgendwas anderes mit dem Piercing in Berührung kommt. Wenn das versehentlich passieren sollte, dann spült das großzügig mit klarem Wasser ohne direkten Strahl ab. Vor der Pflege ziehe ich das Pflaster erstmal ab. Es ist von Vorteil, das vorher mit Wasser einzuweichen, damit es weniger festklebt. Dadurch wird dann die Haut ein bisschen geschont. Jetzt wasche ich mir die Hände gründlich mit pH-neutraler Seife, bevor ich das Piercing überhaupt anfasse. Dann spüle ich mir die Hände ab. Jetzt nehme ich nochmal frische Seife, mache die schaumig und wasche jetzt gründlich mein Piercing damit. Danach wird auch das Piercing gründlich mit klarem Wasser ohne direkten Strahl wieder abgespült. Jetzt entferne ich von außen zusätzlich Ablagerungen von Wundsekret mit einem nassen Wattestäbchen, die eventuell vom Waschen nicht restlos weggegangen sind. Auch wenn ich die nicht sehe und denke, es ist eigentlich nichts mehr dran. Trotzdem wird das alles gründlich entfernt. Es ist wichtig, das Piercing jetzt hin und her zu bewegen und auch die Ablagerungen zu entfernen, die sich im Stichkanal befinden. Diese Sekrete müssen immer säuberlich entfernt werden, weil die sonst in den Stichkanal transportiert werden und den Stichkanal halt aufreiben, so wie Schleifmittel. Die reizen dann halt einfach den Stichkanal. Wenn das Piercing jetzt danach noch nass ist, tupfe ich es vorsichtig mit einem sauberen Einmaltuch trocken, also mit einem Zewa, nicht ein Handtuch oder so benutzen, das ist auch immer verkeimt, egal wie sauber das ist. Ja, jetzt kann ich das Piercing desinfizieren und abkleben. Zur Desinfektion von Piercings als geeignet eingestuft sind nur Octenisept und Brontolint. Beides gibt es auch als Spray oder als Gel, das kann man sich dann raussuchen. Wenn ihr für die Nachbehandlung Octenisept benutzt, dann macht das nur 2 bis 3 Wochen lang nach dem Stechen und dann damit einfach aufhören, einfach weglassen. Die Pflegeanleitung sonst weiter befolgen, weil Octenisept halt eben einfach ein bisschen aggressiver ist als Brontolint und die Wunde vom Heilen abhalten kann. Wenn ihr Brontolint benutzt, dann ist das unbedenklich lang einsetzbar, ist auch heilungsfördernd. Man kann es auch an verheilten Piercings noch anwenden, wenn die manchmal gereizt sind oder so. Das kommt ja auch mal vor, wenn man komisch drauf schläft. Ich persönlich bevorzuge sowieso immer Gel, weil das hält den Wundschorf ein bisschen geschmeidig, versiegelt auch die Wunde ein bisschen. Bei Piercings, die man abkleben sollte, wie Brustwarze, Bauchnabel und so weiter, was man unter der Kleidung trägt, ist es auch ratsam, überhaupt Gel zu benutzen, weil ein Verkleben von der Wunde mit dem Pflaster unwahrscheinlicher ist. Bei Piercings, die sich komplett im Mund befinden, also Oralpiercings wie das Zungenpiercing oder Lippenbändchen, besteht die Nachbehandlung ja eigentlich nur aus dem Ausspülen mit geeigneter Mundspülung. Und bei Piercings, die ein Stichkanalende außen haben, so wie beim Lippenpiercing oder Cheeks, wird halt von außen ganz normal noch zusätzlich gepflegt. Wichtig ist bei der Mundspülung, dass ihr darauf achtet, dass die auch geeignet ist, also dass die alkoholfrei ist und trotzdem antibakteriell. Da wäre zum Beispiel Chlorhexamet oder Brontolint Mundspülung geeignet. Auch da ist Brontolint wieder die bessere Wahl, weil Chlorhexamet
0,2% Alkohol enthält, aber trotzdem als alkoholfrei gilt, ist aber dadurch halt ein bisschen aggressiver wieder. Bei Oralpiercings ist es wichtig, auf die Ernährung zu achten, also Alkohol, Fruchtsäfte und Milchprodukte meiden, heiße, scharfe und säurehaltige Speisen und Getränke auch, am besten eigentlich auch Tabak. Es wird jetzt zwar kein Raucher in der Heilungszeit komplett auf Rauchen verzichten, aber also je besser man sich halt dran hält, umso besser heilt es natürlich auch. Was auch wichtig ist, was ich noch sagen möchte, den Erstschmuck, den ihr bei der Behandlung eingesetzt bekommen habt, erst gegen Zweitschmuck austauschen, wenn das Piercing komplett abgeheilt ist. Was ich euch noch raten möchte, hört nicht vorzeitig auf, euer Piercing zu pflegen, also wirklich die Nachbehandlung erst dann sein lassen, wenn es komplett abgeheilt ist. Sonst kann es nachträglich immer noch zu Problemen kommen. Natürlich variiert die Heilungsdauer je nach Piercing. Ne? Es gibt ja Piercings, die brauchen nur 1 bis 2 Wochen zum Heilen und manche brauchen mehrere Monate oder ein halbes Jahr oder noch länger. Fetthaltige Salben sind übrigens ganz tödlich für Piercings, also auf keinen Fall Bepanthen oder Vaseline oder irgendwas anderes Fettiges draufschmieren. Sollte noch irgendwas unklar sein, irgendwelche Fragen offen geblieben, schreibt es in die Kommentare unten, wir werden auch darauf antworten. Es folgt noch viel Wissenswertes hier auf dem Kanal, also abonnieren nicht vergessen. Und wenn ihr absolut gar nichts verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Das war es soweit von mir zum Thema Nachbehandlung von Piercings. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das nächste Video macht Luisa für euch. Da geht es um die Nachbehandlung von Tätowierungen. Ja, wäre schön, wenn ihr euch das wieder anguckt. Bis dann.